Flyve wird ein neues Videospiel releasen, zumindest behauptet das Scala, und geplant ist ein Release-Datum auch in deutscher Sprache bis zum Jahr 2027. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Aber zuallererst wollen wir uns alle Infos aus dem Jahr 2025 nochmal angucken, die Flyve betreffen. Und ja, keine Sorge, es ist wirklich nur Flyve, es ist kein Geschäftsbericht, keine Finanzdaten, kein Blablabla. Es ist wirklich nur Flyve-basierter Content, beziehungsweise News. Ich habe alles rausgesucht. Problem ist, ich habe dieses Jahr nicht so wirklich oft auf die Website geguckt, weil ich einfach keine Zeit hatte, ganz ehrlich. Ich habe viel zu viel gestreamt und dadurch ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und deswegen komme ich erst jetzt dazu. Auf jeden Fall die allererste News ist, dass Flyve Universe einen neuen Server in China aufmachen wird. Damit ist die ganz normale Flyve Universe Version gemeint, die wir tagtäglich spielen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, China? Ich habe doch schon Chinesen auf dem FEC-Server oder so gesehen zum Beispiel. Das waren höchstwahrscheinlich Spieler aus Taiwan. Es gibt einen Taiwan-Server und keinen China-Server. Das heißt, theoretisch sind da vermutlich, also ich gehe stark davon aus, dass da auch ein paar Chinesen dabei sind und nicht nur Taiwan-Spieler oder auch Leute aus Hongkong, Macau etc., diesen Sonderregionen. Aber grundsätzlich sollte das eigentlich nicht so sein, weil in China gibt es Flyve Universe offiziell quasi noch nicht. Und das soll sich aber eben ändern. Und das Ganze will man mit dem Publisher Ruiwu Technology eben schaffen. Das Ganze wurde auch schon am Heiligabend 2024 angekündigt. Warum ich das jetzt aber trotzdem in dem Video nochmal erwähne, ist, weil es immer noch nicht released wurde. Das hier ist die Website von Ruiwu. Hier wird auch schon Fei Universe quasi angepriesen. Aber wenn man dann auf die Website geht, die by the way jetzt schon tausendmal geiler aussieht als unsere Website jemals, die ist ja sogar interaktiv, die folgt quasi meinem Mauszeiger. Also die Website, also das Spiel existiert noch gar nicht und die Website ist jetzt schon tausendmal besser als unsere jemals sein wird, was einfach nur traurig ist, TBH. Aber ist halt so, die Chinesen geben sich da halt viel mehr Mühe beim Gestalten einer Website offensichtlich. Jedenfalls kann man noch nicht spielen, man sieht ja auch bei den Published News, es gibt lediglich 3 Beiträge, einer vom 28.06., das war irgend so eine allgemeine Post, und jetzt gab es nochmal am 6.11. eine FAQ und dann tatsächlich noch so eine Benachrichtigung. Und diese Benachrichtigung betrifft einfach die Tatsache, dass Flyve Universe erstmal die Spiellizenz erhalten musste. Also Gala und Ruiwu haben einen Deal gemacht, Ende letzten Jahres an Weihnachten. Aber erst am 21. Oktober 2025 hat die nationale Presse- und Publikationsbehörde auch die Liste mit den genehmigten importierten Online-Spielen und darunter auch die Lizenz für Flyve Universe in China freigegeben und damit 7 neue importierte Spielelizenzen freigegeben, eine davon eben Flyve Universe. Und das ebnet jetzt den Weg, die klassische Marke Flyve hier zurück auf den chinesischen Markt zu bringen. Und diese Info ist eben vom 6.11.2025, also gerade mal 1,5 Monate alt. Und seitdem gab es keine weiteren News, also nicht sowas wie jetzt könnt ihr spielen oder Veröffentlichung oder irgendwas. Das heißt, nach meinem Verständnis kann man immer noch nicht spielen in China, aber es ist wohl bald möglich. Ich meine, die Ankündigung ist jetzt auch schon über ein Jahr zurück. Das ist so klassische Verzögerung. Aber gut, in dem Fall kann tatsächlich weder Gala noch Ruiwu was dafür, weil das anscheinend wohl ziemlich strikt ist, wer da eine Lizenz erhält, wenn das Spiel nicht in China entwickelt wurde. Deswegen hat das wohl so lange gedauert. Genau. Und wir werden halt mit diesen Spielern keinen Kontakt pflegen können. Ich gehe persönlich stark davon aus, ich meine, das liest sich ja hier schon raus im Endeffekt, da muss extra eine Behörde die Lizenzen genehmigen, dass man das überhaupt anbieten darf. Also bezweifle ich ganz stark, dass die mit uns über einen Haufen geschert werden und dann auch auf unseren Servern spielen können, also beziehungsweise auf den deutschen, auf den englischen Servern und so weiter. Das bezweifle ich ganz stark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es komplett abgeschottet von uns sein wird und wir wahrscheinlich von denen so gut wie nichts mitbekommen werden. Wie das dann mit dem FEC gehandhabt wird, keine Ahnung. Vielleicht wird es beim FEC dann eine Ausnahmeregelung geben. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem. Damit muss ich Ruiwu wahrscheinlich hauptsächlich rumschlagen und gegebenenfalls Gala. Aber ja, könnte interessant werden. Das könnte bedeuten, dass beim nächsten FEC eine weitere Region antreten wird. Aber ich persönlich gehe stark davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wir werden sehen. Genau. Dann, Flyve Universe Launches in Korea. Gut, das ist natürlich schon passiert. Das ist der Server Demian, der quasi mehr tot als lebendig ist. Darüber braucht man eigentlich auch nicht großartig reden. Aber das wurde damals direkt beim Release vom FEC noch veröffentlicht. Also diese News ist da auch ein bisschen für mich persönlich untergegangen. Genau.
Dann, Flive launched einen Service in Taiwan, Hongkong und Macau. Flive PC, also V24 Flive PC, nicht Flive Universe, hat eine neue Version oder einen neuen Publisher, und zwar 94 High heißen die. Ich finde es immer so lustig, die chinesischen Publisher haben immer so saulustige Namen. Der andere Publisher von Flive heißt irgendwie 3553 oder sowas, auch funny, was die für Namen haben. Genau, auf jeden Fall ist das jetzt eben was anderes als dieses 355 bla bla, weil das war China und das hier ist jetzt Taiwan, Hongkong und Macau. Und lustigerweise schon wieder, weil Taiwan ist erst, wann war das, 2024, letztes Jahr im Sommer, glaube ich, offline gegangen. Ich glaube, es war nicht 2023, ich glaube, es war 2024. Und jetzt relaunchen sie es schon wieder. Also ich weiß nicht, was chinesische Publisher eigentlich machen, ehrlich gesagt. Also die bekommen mit, ja, da ist Flive gerelauncht worden, 22, 23 und nach gerade mal 2 Jahren wieder offline gegangen. Dann nehmen doch wir jetzt einfach diese sauteure Lizenz, die irgendwas im 6- oder 7-stelligen Bereich kostet und probieren es einfach nochmal. Und denken, dass sie damit Erfolg haben können. Also ganz ehrlich, für die Leute, die sich immer fragen, wie macht Flive PC eigentlich Geld und wie funktioniert das eigentlich alles? Also wie macht Flive PC immer noch 6-stellige Beträge im Jahr? Ganz einfach, sie finden immer wieder chinesische Publisher, die ihnen die Lizenz abkaufen und diese Lizenz ist schweineteuer. Flive zu publishen zu dürfen, anbieten zu dürfen, ist extrem teuer und so macht Gala unfassbar viel Geld. Also man kann sagen, China ist der Goldesel von Gala, chinesische Publisher von Flive PC sind der Goldesel von Gala. Also wie oft dieses Game gerelauncht, geredingst wird, vor allem in Asien, ist wirklich bemerkenswert. Also Philippinen, Japan, China, Taiwan etc. Also so unfassbar. Also kannst du dir wirklich nicht ausdenken, ist eine absolute Psychose und eben wichtig, weil letztes Jahr wurde ja gerelauncht in China und das ist jetzt eben nicht China, das ist jetzt Taiwan, Hongkong, Macau. Das ist zwar trotzdem eine chinesische Version und da werden auch natürlich Chinesen wahrscheinlich drauf spielen, aber es ist, wie gesagt, technisch gesehen diese Sonderzonen, whatever. Ne, es ist 3975, Entschuldigung. 3975 ist der andere Publisher. Genau, und das wird jetzt super interessant, weil jetzt geht es nämlich um ein neues Spiel. Jetzt denkt ihr euch, ein neues Spiel, davon haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, es hat niemand darüber geredet und ist tatsächlich wirklich super interessant. Eine neue Mobile-Version von Flive, Flive Reunite heißt das Ganze, soll released werden. Und das Ganze ist aber in Anlehnung, steht hier schon Authentic PC MMORPG, developed and serviced by Gala PC. Also die Flive Reunite-Version ist eben von Flive PC abgeleitet und das heißt, es ist nicht Flive Universe. Das ist ganz wichtig, weil Flive Universe wäre ja sowieso auf Mobile und PC verfügbar, weil es ja Cross-Plattform und HTML5 ist. Aber hier geht es tatsächlich um eine Mobile-Version, das heißt um eine App, die man sich runterladen muss, die man also nicht im Browser spielen kann und die hier neu entwickelt wurde. Hier steht auch, Flive Reunite is developed by 39 Entertainment, also 3975, under the Flive IP license and is available for both iOS and Android platforms. 39 Entertainment will also be responsible for future game operation and updates. Das heißt, hier ist nicht Gala der Entwickler. Das Spiel wurde mit den Assets, mit der IP von Flive PC entwickelt und zwar nicht von Gala, sondern von einem chinesischen Publisher, der anscheinend zeitgleich auch ein Entwickler sein muss, sonst könnte er keine Games entwickeln, 3975 Entertainment. With its experience in successfully operating 3975.com, a popular online gaming platform in China, the company plans to provide stable and high-quality gaming services. The new game will inherit the world of the original Flive, wie gesagt, nicht Flive Universe, Flive PC, while introducing new stories and systems to bring nostalgia to old players and fresh fun to new ones. In particular, the control system has been optimized for the mobile environment and the core Flive feature of flying has been carefully implemented. You can enjoy a variety of actions such as swooping, gliding and ground flying at your fingertips. In addition, the boss challenge content
Featuring powerful bosses stimulates the desire for challenge and offers a variety of rewards and achievements for defeating them. Starting with the original classes of Warrior, Mage and Cleric, we'll continue to add more content and class in the future. Das heißt, dort gibt es aktuell keine Bogenschützen und keine Jester. Da gibt es nur 3 Klassen, also 3 First-Klassen und 3 Second-Jobs. Die haben einfach nur 3 bzw. 6 Klassen im Game. Genau. As Flyle's first IP licensing title, Flyle's Reunite is expected to be a major turning point in the expansion of Flyle's universe on the global stage, as well as an opportunity for Chinese audiences to fully appreciate the appeal of Flyle. Ja, hat mich ehrlich gesagt geflasht, als ich das gesehen habe. Ich habe es nicht glauben können, weil wie gesagt, keiner hat auch wirklich darüber geredet. Gut, das Ganze ist bisher natürlich auch nur in China released worden, aber ist einfach super interessant. Das ist die Website davon, die habe ich jetzt hier natürlich auf Deutsch übersetzen lassen. Aber man sieht hier schon, die hauen richtig viele Updates raus, richtig viele Ankündigungen. Gut, das ist so Serverzusammenschluss, das ist Wartungshinweis, übergreifende Wartungsarbeiten und so weiter und so fort. Aber man sieht auf jeden Fall wesentlich aktiver. Außerdem sieht man hier auch irgendwie schon extrem viele Regionen und Server und so weiter. Das ist auch super crazy. Also ich weiß nicht, ob es wirklich bedeutet, dass hier 832 Server existieren. Würde auch erklären, warum es hier schon zu Serverzusammenschlüsse gibt. Keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen Gameplay für euch. Genau, hier habe ich mal ein bisschen gesucht. Genau, und hier sieht man zum Beispiel den zweiten Jobwechsel. Alle 6 wichtigen Berufe in einem Artikel. In einem Artikel heißt quasi, es gibt wirklich nur 6 Klassen. 3 First Job und 6 Second Job Klassen. Und man sieht auch schon an den Zahlen, an den Assets, am Hintergrund, das ist definitiv Flyle PC. Ich muss aber sagen, also sobald du es siehst, du weißt sofort, es ist Flyle PC. Und es ist wirklich, wie sie sagen, es ist wirklich nostalgisch. Du siehst das und sofort hast du Nostalgie. Und zwar noch ein bisschen mehr als bei Flyle Universe. Ja? Einfach, weil man es dem Spiel sofort ansieht, dass es älter ist. Und das weckt eben noch mehr diese Nostalgie-Gefühle. Genau. Ja, das ist eben das Gameplay. Man sieht hier, wie gesagt, die Zahlen, die Damage-Zahlen, keine Ahnung, das sind Level 34er Monster. Ich bezweifle, dass die 10 Milliarden Leben haben oder wie auch immer das sein soll. Nee, doch, ich glaube, das sind echt 10 Milliarden. Ja, fragt mich nicht. Ich habe es offensichtlich nicht gespielt. Aber sieht auf jeden Fall ganz anders aus und ist, wie gesagt, auch ein neu entwickeltes Game. Es ist quasi so ein bisschen Flyle PC auf Mobile. Also es gibt ja Flyle Legacy, das ist ja auch sein komplett eigenes Ding. Es gibt Flyle Universe, was ja letztendlich auch sein eigenes Ding ist. Es gibt Flyle PC, was sein eigenes Ding ist. Und das ist jetzt Flyle Reunite, heißt das Ganze. Was auch wieder sein eigenes Ding ist, aber mehr an Flyle PC anlehnt als an Flyle Legacy oder Flyle Universe. Da kommt man langsam wirklich durcheinander. Ist eine lange Zeit her, dass es tatsächlich ein neues Flyle Game gab. Genau. Was ist das hier noch? Achso, genau. Das war irgend so ein Crafting-System, wo ich auch nochmal genau... Also, sieht auch komplett crazy aus. Ich weiß nicht, ist das hier ein Bloody Knuckle? I don't know. Das ist auf jeden Fall ein Bloody Satire. Das ist ein Bloody Knuckle, genau. Das ist Bloody Satire. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Also, komplett crazy. Sieht super anders aus auf jeden Fall. Und wirklich hat wenig mit Flyle PC oder Universe zu tun. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch wieder sein eigenes Ding. Aber zumindest grafisch und so weiter eher angelehnt an Flyle PC. Komplett crazy auf jeden Fall. Genau, und die letzte News ist dann auch sehr interessant. Hier haben wir jetzt noch die Conclusion vom FEC 2025. Hier hat eine interessante Info drin gesteckt, oder 2 interessante Infos sogar. Und zwar 3000 Fans waren vor Ort am Start. Finde ich persönlich ist schon ziemlich viel. Wobei man natürlich dazu sagen muss, und das habe ich schon oft gesagt, naja, es findet natürlich auch in einem Einkaufszentrum statt. Das heißt, Leute, die einfach nur sehen, Flyle, kommen vielleicht auch so vorbei und ich wette, das boostet die Zuschauer oder die Fanzahlen natürlich schon ordentlich, dass dann natürlich einfach diese random Shopping-Mall-Besucher da irgendwo auch mit reingezogen werden und dann vielleicht auch an die Stände gehen und bei den Giveaways mitmachen oder sowas. Also ich denke schon, dass das hier durchaus eine große Rolle spielt und andernfalls denke ich, wäre diese Zahl auf jeden Fall um einige 100 niedriger. Genau. Außerdem angeblich cumulative Viewership of nearly 20.000, also online geguckt via den ganzen Livestreams. Keine Ahnung, ob das stimmt, wie das Skala zusammengerechnet hat, ich weiß es nicht, aber sind an sich Zahlen, die sich auf jeden Fall sehen lassen können. Was ich dann nur lustig finde, war hier Demonstrating Flyle Universe Growth as a new global esports platform. Naja, also die Teilnahme an dem Event war schon sehr
mager, kann man auf jeden Fall sagen. Viele Teams haben sich ja nicht wirklich angemeldet. Also ich will damit nichts absprechen von den Leuten, die gewonnen haben und so. Aber ihr wisst alle, die Teilnahme von dem Event, von dem PvP-Event, die ist alles andere als global oder growth. Die ist eher shrinking. Gala Lab will continue to introduce diverse content and services that users worldwide can enjoy together, growing into a company that leads the global esports culture. Yeah, das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Bevor ich es vergesse, deswegen habe ich das hier noch zeigen wollen am Anfang. Hier steht übrigens, since its launch in 2022, the game has gained steady popularity, boasting over 80,000 daily active users and more than 4.5 million cumulative users as of 2024. Heißt also, der All-Time Player Daily Active User Peak liegt wohl bei 80.000. Finde ich tatsächlich ist relativ wenig. Also ich weiß nicht, wie sie das wieder ermittelt haben. Wundert mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen, weil 80.000 Daily Active Users, ja, das kann man natürlich, also ich meine, die probieren immer die Zahlen so groß wie möglich klingen zu lassen. Natürlich, wenn du jetzt Concurrent Players nehmen würdest, also oder CCU heißt das, glaube ich, Concurrent Users, dann wäre das wahrscheinlich deutlich weniger, weil das würde bedeuten, dass 80.000 Leute zeitgleich online waren. Ich glaube, das war nie der Fall, nicht mal 2022. Aber 80.000 Daily, finde ich persönlich, klingt tatsächlich deutlich schlechter. Also ich hätte dann, glaube ich, lieber 10.000 gleichzeitig genommen oder was auch immer da der Peak war. Also ich vermute mal, es war über 10.000. Weil 80.000 Daily klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so gut. Finde ich persönlich klingt sogar ziemlich wenig. Also haben sie meiner Meinung nach die falsche Zahl genommen. Aber hier haben wir eben mal so einen kleinen Einblick in die Zahlen, die sie hier veröffentlicht haben. Ob die natürlich stimmen oder so, können wir natürlich nicht nachvollziehen. Da müssen wir Gala natürlich einfach glauben, dass das so ist. So, und jetzt aber die News, wegen der ich das Video auf jeden Fall machen wollte. Und zwar haben wir uns ja vorhin schon angeguckt, es gibt dieses neue Flyve Reunion, Flyve Reunite, wie auch immer. Also wenn man es mit Google Übersetzer eingibt, kommt Reunion, aber hier sagen sie selbst in dem offiziellen Presse-Release Reunite. Und dieses Flyve, wobei hier sagen sie Flyve Reunion, never mind. Das ist beides Galas Website, das ist beides ein PDF auf... Okay. Ja gut, Reunite oder Reunion, sucht es euch selber aus. Also Google-Übersetzer sagt auch Reunion, dann machen wir einfach Reunion draus. Klingt auch irgendwie besser als Reunite. Jedenfalls ist eben Best Kirin Global Exclusive hier jetzt der Publisher für China geworden anscheinend. Wie genau das funktioniert, ich habe keine Ahnung, weil eigentlich ist es ja von... Na, mein Streich, das Best Kirin Global ist 3975. Keine Ahnung, warum sie es hier komplett anders benennen als in einem anderen Beitrag. Egal, bin ich jetzt selber ein bisschen durcheinander gekommen durch die ganzen Press-Releases. Jedenfalls steht hier das Wichtigste drin, wegen dem ich das Video eben machen wollte. Genau, also die haben eben diesen Vertrag geschlossen mit Gala schon 2023 für die existierenden Rechte von Flyve. Best Kirin Global hat die Exclusive Rights für China eben für 2 Jahre bis 2027. Während dieser Zeit wird der Launcher bla bla für China restricted sein, bla 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 bla. Korea und Japan wurden auch hinzugefügt als Regionen und außerdem gibt es noch China, Taiwan, Hongkong und Macau. Zusätzlich gibt es ja noch das andere Flyve, also ehrlich gesagt, da blickt kein Mensch mehr durch, was da jetzt wirklich was ist. Jedenfalls, separat davon hat Gala ein Exclusive Lizenz- und Distributionsvertrag mit Best Kirin Global geschlossen, in dem Gala als aktiver globaler Publisher teilnimmt, Flyve Reunion eben zu publishen. Und in dieser Vereinbarung ist Gala dafür verantwortlich, das Publishing und die Verbreitung für den globalen Markt außerhalb der genannten Region, also außerhalb von Korea, Japan, China, Taiwan, Hongkong und Macau, infolge des Releases für die nächsten 3 Jahre zu übernehmen. Und die Service Languages, also in denen das Ganze veröffentlicht werden soll, sind Englisch, Deutsch, Französisch und Thai. Weitere Sprachen werden zwischen den beiden Firmen abgesprochen, ob das Sinn ergibt. Und wenn beide zustimmen, wird das vielleicht gemacht. Genau. Und damit hat sich jetzt eben eine Doppelstruktur ergeben. Also Best Kirin Global hat die exklusiven Rechte für den chinesischen Markt, inklusive Japan, Korea,
Taiwan, Hongkong, Macau und Gala Lab im Endeffekt für den kompletten Rest der Welt. Und die Pläne für den Release des Services, also für den Launch des Services, für jede einzelne Region, muss jeder nach seinem eigenen Ermessen quasi festlegen. Genau. Warum ich 2027 gesagt habe, ist, weil ich das vorhin gelesen habe in den exklusiven Rechten, wobei sich das anscheinend wirklich nur auf China bezieht. Also bis 2027, bis zum Juni 2024 hat 3975 bzw. Best Kirin Global die Exklusivrechte für Flive Reunion, allerdings wohl wirklich nur für China. Deswegen ist es so wichtig gewesen, dass sie diese Doppelstruktur aufgewiesen haben. Andererseits gehen wir jetzt in 2026, in wenigen Tagen ist 2026 und ganz ehrlich, ich kenne Gala, die haben schon oft Ankündigungen gemacht, dass irgendwas passieren soll. Zum Beispiel haben sie vor über 2 Jahren angekündigt, dass ein koreanischer Server kommen sollte und der existiert erst seit einem halben Jahr. Also dafür haben sie auch 1,5 Jahre gebraucht. Außerdem wollten sie ungefähr 3-mal eine Flive-Version releasen, die mit NFTs und Kryptowährungen funktionieren soll. Das ist tatsächlich noch nie passiert, obwohl sie es bereits 3-mal angekündigt haben und 3 verschiedene Publisher dafür hatten oder auch Entwickler oder Firmen, die da mithelfen sollten. Es ist nie passiert. Also ich sage mal so, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den Sachen, die Gala ankündigt, weil die werden manchmal groß angekündigt und dann verschwinden sie einfach und man hört nie wieder etwas davon. Genau, aber in dem Fall bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird, weil das Game selbst existiert schon und wird bereits aktiv in China gespielt. Das heißt, es kann schon mal nicht passieren, dass das Projekt scheitert, weil es ja schon existiert. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann ist es übersetzt. Ja, sie müssen es halt übersetzen von Chinesisch, traditionell Chinesisch, in der Sprache, in der es entwickelt wurde, auf Englisch, Deutsch, Französisch und Thai. In Zeiten von KI, denke ich mal, sollte das relativ easy und relativ schnell gehen. Außerdem sind sie auch aktiv im Austausch mit dem Entwickler, die ihnen sicherlich dabei helfen können, das Ganze zu übersetzen. Das heißt, eigentlich kann man damit rechnen und dieser Vertrag hier wurde geschlossen, oder die Veröffentlichung dieses Vertrages wurde jetzt am 11. Dezember bekannt gegeben. Also wurde wahrscheinlich schon vor einer Weile beschlossen, das Ganze. Und das heißt, 2026, würde ich jetzt persönlich sagen, ist eher unrealistisch. Aber 2027 ist eigentlich total realistisch, dass sie es da tatsächlich releasen. Und das heißt, es gibt jetzt ein neues Flive-Game. Bereits in China kann man es spielen, wir aber noch nicht. Jo, und das war das Video heute. Also ich bin so auf die Website gegangen, habe mich so darauf vorbereitet, mir ein paar Geschäftsberichte anzugucken, ein paar Daten auszuwerten, vergleichen mit letztem Jahr vielleicht oder irgendwie so hatte ich das so geplant. Und dann lese ich hier so, was zum Teufel, neues Flive Mobile Game, was ist denn hier los? Also super heftig, super crazy und ehrlich gesagt auch super geil, weil, ja, man braucht einfach immer mal wieder was Neues und Flive Universe will ich jetzt nicht sagen, dass ein alter Hut ist, will ich auch nicht sagen, dass abgedroschen ist und tot ist es erst recht nicht. Aber manchmal so ein bisschen frischen Wind reinbringen ist nicht schlecht und ich muss sagen, das Update war ja doch eher... Ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Enttäuschung war es nicht, aber es hat auf jeden Fall unsere Erwartungen definitiv nicht übertroffen. Und das hier übertrifft meine Erwartungen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so schnell ein neues Flive-Game bekommen nach Flive Universe. Und vor allem bin ich deswegen auch ein bisschen mehr begeistert, weil nicht Gala der Entwickler ist, sondern eben 3975 bzw. Best Kirin Global. Und von allem, was ich bisher so gesehen habe, sind die chinesischen Publisher und Entwickler deutlich mehr daran interessiert, ein besseres Produkt auf den Markt zu bringen, als nicht chinesische Publisher und Entwickler. Also von allem, was ich da so mitbekommen habe, sind die da viel mehr dahinter, hauen viel mehr Updates raus, sind deutlich kommunikativer und das gefällt mir persönlich schon sehr gut. Gut, der Publisher für uns wird weiterhin Gala sein, also was es den kommunikativen Aspekt angeht, naja, da muss man vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil es ist trotzdem noch Gala für uns dann. Aber die Probleme werden ja, also die Probleme des Spiels, sag ich mal, wenn die in der chinesischen Community kommuniziert und gefixt werden und wir dann die gleichen Patches bekommen, spielt es ja dann keine Rolle, ob unser Publisher Gala ist, solange der Entwickler nicht Gala ist. Und in dem Fall ist es ja so. Das heißt, ja, kann uns im Endeffekt egal sein, weil die Patch-Notes müssten ja dann die gleichen sein. Und von dem her ist das eigentlich eine, finde ich, ziemlich gute Nachricht. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mir das mal anzugucken. Und ja, ich bin gespannt, wann das Ganze released werden wird. Wir halten die Augen offen. Ich sage danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe oder Flive Video wiedersehen. Schaut auf jeden Fall auch in den Livestreams vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.